Das hier ist nicht irgendein Cuttermesser, sondern das ist das Cuttermesser von BAM! Das Ganze ist übrigens lebensmittelecht. Deswegen habe ich gesagt, in dem Preisbereich hätte ich überhaupt nicht erwartet. Und stylisch könnt ihr zur Arbeit gehen. Also das hier darf wirklich bei niemandem fehlen. Werkzeug ist meistens immer teuer, viel Geld. Wenn du mal so einen richtig großen Bohrhammer kaufst, 300, 400, 500 Euro ist schon mal gar nichts. Aber es gibt natürlich auch viele kleine Helfer für ganz kleines Geld, wo jemand dich beschenken kann, du jemanden oder du dich einfach selber beschenken kannst. Und genau deswegen wollen wir heute Folgendes machen. Wir haben hier 20 oder sogar ein bisschen mehr als 20 Werkzeuge für unter 10 Euro. Und damit fangen wir an. Als erstes gleich was richtig Cooles, und zwar haben wir hier einen Kombinationswinkel von Bahco. Schöne Qualität, komplett aus Metall, kein Kunststoff. Und hier kannst du Folgendes machen, du hast hier erstmal 90 Grad Winkel, hier hast du einen 45 Grad Winkel, du hast hier eine Libelle dabei und du kannst das Ganze natürlich auch einstellen, wohin immer du es hinhaben möchtest, kannst hier feststellen und kannst dann das Ganze hier auch zum Anreißen nutzen, indem du es einfach hier entlang führst, hier vor dem Bleistift ran. Mega gutes Teil, für unter 10 Euro sollte bei niemandem fehlen. Es gibt eine Sache, von der kann man nie genug haben, das Bits. Wir haben hier von Milwaukee das Shockwave Set. Das sind erstmal Lang-Bits. Ich mache dir mal einen raus. Oh. So, die sind wirklich ein bisschen länger. Hat durchaus einen Vorteil, wenn so ein Bit mal ein bisschen länger ist. Die haben eine recht gute Standzeit und das sind nicht einfach normale Bits, sondern du kannst sie auf einem eben normalen Akkuschrauber benutzen, aber du kannst sie auch in einem Schlagschrauber benutzen. Das Ganze hier in einem Set, ja, so kannst du hier an deinen Gürtel ran tun oder deine Hose. Das finde ich schon cool. Du sagst, die langen Bits brauche ich nicht und ich möchte noch mehr Bits haben, dann ist das hier dein Set. Wir haben hier ein Set mit richtig vielen Bits. Wir haben Kreuz, Torx, Sechskant, was haben wir noch drin, Schlitz und so weiter und so fort. Mit Bithalter, alles mit dabei, in einem Set unter 10 Euro von Bosch. Sehr cool. Zusätzlich haben wir das Ganze auch nochmal hier von Metabo. Das ist ein Set, was ich sehr, sehr, sehr lange im Einsatz hatte, so jetzt gesehen. Ich habe da bestimmt, ich habe dieses Set, glaube ich, 3 oder 4 Mal gehabt für meinen Hausbau. Immer und immer wieder das Set nachgekauft, wenn doch mal was Abgebrochenes kaputt gegangen ist. Aber für den Preis kann auch ruhig mal irgendwann was kaputt gehen. Und die Qualität, haben wir auch nachgemessen, ist wirklich gut, kann man nicht sagen. Und auch hier hast du einen richtig guten Bithalter mit dabei. Also da kannst du echt nichts falsch machen. Apropos Bits, wenn du sagst, du möchtest einen richtig, richtig guten Bithalter haben, ist das hier genau dein Freund. Wir haben einen Bithalter hier von Vera. Den haben wir auch sehr häufig in Einsatz. Hält wirklich sehr lang und hält dein Bit vor allem auch fest. Cooles Teil, auch unter 10 Euro. Wo wir gerade bei Vera sind, perfektes Geschenk, das kannst du jedem schenken und dich vor allem auch von jedem beschenken lassen. Das kannst du nicht genug haben. Okay, wenn du in jedem Raum eins hast, ist schon schön. Aber wenn du mal sein Kaltgetränk öffnen möchtest, geht es damit besonders gut. Was darf in keiner Werkstatt fehlen? Ein gutes Cuttermesser und wirklich ein gutes Cuttermesser. Denn wir alle haben sie schon in der Hand gehabt. Die Cuttermesser, wo du das Gefühl hast, die fallen schon quasi auseinander oder du hältst sie in der Hand und das ist also, ja. Das hier ist nicht irgendein Cuttermesser, sondern das ist das Cuttermesser von Tajima. Viele kennen das mit einer etwas anderen Farbe. Da ist nämlich das Gelb-Rot und dann steht da drauf was? Richtig Würth. Es ist nach meiner Kenntnis genau dasselbe Cuttermesser, beziehungsweise Tajima fertigt das für Würth, aber das hier ist genau das und ich kann euch nur sagen, wenn ihr nur ein Cuttermesser kauft, kauft genau das Ding, weil das ist richtig gut. Und du hast hier übrigens auch die gleichen schwarzen Klingen mit dabei. Ich liebe diese Klingen. Ich habe auch diese normalen Standardklingen mal gehabt, habe die hier reingetan, funktioniert auch, aber die hier sind um Längen besser. Alles gleicher Set. Ich glaube, da sind auch 2 Klingen mit dabei. Genau, alles zusammen. Und natürlich gibt es auch die passenden Klingen zu kaufen. Übrigens für euch, alle diese Produkte findet ihr unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Da findet ihr auch die aktuellen Preise, die aktuellen Produkte und so weiter und so fort. Und vielleicht auch das eine oder andere noch mehr, als wir hier auf dem Tisch haben. Mensch, mir sind noch 2 Sachen eingefallen hier zu diesem Messer. Nummer 1, die Spitze. Die hat extra keinen Lack vorne drauf, weil du den sowieso für alles benutzt. Ob du da irgendwie Lack abkratzt, ob du eine Schraube nochmal anziehst, irgendwas aufhebelst oder sonst irgendwas. Das Ding ist für alles gut gefühlt. Ja? Und zum Zweifel kriegst du auch eine Dose damit auf. Bam! Das andere, was ich erzählen wollte, ich habe gerade mal für mich durchgezählt, wie viele von diesen Cuttermessern habe ich zu Hause. Und ich habe davon sage und schreibe 5 Stück. Nur bei mir zu Hause. Hier weiß ich gar nicht, wie viele. Aber ich habe die bei mir wirklich in jedem Stockwerk, in jedem Raum, irgendwo habe ich so ein Ding liegen, weil ich brauche das andauernd. Aber ich glaube, ich kannte das bis heute nicht, muss ich ehrlich sagen. Wir haben das hier auf den Tisch gelegt. Was ist das denn? Das hier ist ein, ich nenne es mal Sicherheitscuttermesser mit Spezialfunktionen. Du kannst, und das ist vor allem das perfekte, ich mache Pakete einfach auf Messer. Das ist für zu Hause zum Beispiel auch super. Für diejenigen, die andauernd Zalando oder sowas zu Hause stehen haben. Naja, du kannst hier Folgendes machen. Du drückst hier nach vorne, ja, drückst du einfach so nach vorne und er springt zurück.
Ergo, du machst Folgendes, du hast ein Paket, drückst nach vorne, machst das auf, willst es zur Seite legen, lässt los, es fährt zurück, es ist sicher, legst es hin, fertig. Auf die Art und Weise hast du in dieser Situation das eben unter Kontrolle. Du kannst aber auch hier hinten aufs Rote drücken, drückst das nach vorne und hast dann ein normales Cuttermesser, kannst es benutzen und kannst es hier hinten auch einfach wieder einfahren. Mega cool. Zusätzlich hast du hier hinten so eine Art kleine Klinge. Ja? Also hier hinten hast du eine Art kleine Klinge. Damit kannst du dich selbst nicht schneiden, aber wenn du mal schnell ein Paket nimmst, zack, rein auf, das geht auch. Das finde ich schon mega cool. Für 10 €, ich glaube, ich kaufe mir das heute. Kommen wir zum nächsten, kein Werkzeug, aber trotzdem ein nützlicher Helfer. Und zwar, das hier ist ein Malbuch. Ja, tatsächlich ein Malbuch. Und zwar ein Werkzeug bzw. Werkstatt-Malbuch. Und ich sehe das ganz klar in jeder Werkstatt oder auch manchmal auf dem Schreibtisch im Büro. Warum eigentlich? Wir haben hier ein klassisches Malbuch, wo auch so ein bisschen Rätsel drin sind. Ja? Das kann man zu Weihnachten hier nehmen. Man kann das hier, kann man hier Vera-Werkzeug auch mal ausmalen. Aber für wen ist das eigentlich das Richtige? Ich sehe da ganz klar 3 Personengruppen, die sich mit diesem Buch wunderbar beschäftigen können. Nummer 1 natürlich die Kinder. Nehmt einfach eure Kinder mit in die Werkstatt und wenn ihr gerade was baut, können eure Kinder ein bisschen was ausmalen, werden ein bisschen an Werkzeug auch rangeführt. Aber als nächstes der Werkzeugfan, der einfach sagt, ich möchte mal auch so ein Rätsel wie hier lösen. Ja? Und das finde ich ganz gut. Das hier ist natürlich ein normales Kaltgetränk. Zusätzlich sehe ich aber auch den klassischen Meeting-Surfer. Jeder von euch kennt das doch, oder viele von euch haben schon mal in diesen klassischen Telefonkonferenzen gesessen und gesagt, oh, ist langweilig, mach die Kamera einfach aus, nimm deinen Stift, mal hier so ein bisschen, mach ein paar Rätsel, mach ein bisschen hier, mach ein bisschen da. Ist doch voll cool, oder? Wir haben hier eine Kleinigkeit und zwar ist das ja ein Magnetisierer. Damit kannst du den Schraubendreher magnetisieren. Das ist wirklich ein super kleiner Helfer, aber wirklich, wirklich gut. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier diesen Schraubendreher nehmen, übrigens echte Werkzeugfan Edition, vielleicht mal nachgucken, unten auch verlinkt. Die gibt es nicht für unter 10 €, aber richtig gute Schraubendreher. Schauen wir mal hier, das Ganze ist hier nicht magnetisch. Ja, ich habe ihn entmagnetisiert vorhin. Einfach den Magnetisierer, einmal rein, einmal raus und schon seht ihr, so, und erst magnetisch. Zusätzlich kann ich auch hier einmal abstreifen und ihr seht, das Ganze ist wieder weg. Also das hier darf wirklich bei niemandem fehlen. Bei dem Gerät haben wir wirklich überlegt, wie nennen wir das dann eigentlich? Ist es ein Spachtel, ist es ein Schaber, ist es ein Multifunktionsspachtel? Schreibt mal gerne unten in die Kommentare, wie nennt ihr das denn eigentlich? Ihr habt hier verschiedene Sachen erstmal wunderschön gummiert, kannst du wunderschön in die Hand auch nehmen und kannst damit alles Mögliche machen. Du hast hier eine scharfe Klinge und kannst damit die Dinge abschaben. Im Zweifel kannst du auch mal was Kleines abziehen, wenn du ein bisschen Spachtel oder Spachtelreste hast, geht das auch, ansonsten kommt hier oben dieses Loch wieder durch. Hier kannst du zum Beispiel auch mal reingehen und hier eine Schraube und einen Nagel mal so ein bisschen hochziehen. Hiermit kannst du sowas wie eine Farbrolle, wenn du so eine Farbrolle benutzt hast, musst du die ja häufig irgendwie abziehen. Ja, dann sonst bringst du die aus, machst mit der Hand und so weiter. Hier kannst du es einfach damit machen und du kannst hier auch in kleine Ecken reinarbeiten. Also du kannst bestimmt noch 1000 andere Sachen mitmachen und diejenigen, die es häufig nutzen, werden sagen, Mensch, was erzählt der da? Der hat die 1000 Sachen vergessen, aber das ist ein cooler kleiner Helfer für kleines Geld. Je länger ich das hier mache, umso mehr wird mir klar, auf das hier kann man auch nicht verzichten. Das ist nämlich Multimaterialbohrer. Vor allem für sowas wie Akkuschrauber gedacht, weil wir haben ja keine SDS-Bohrer, das ist ein Rundschaftbohrer. In dem Fall hier, seht ihr hier, Rundschaft. Aber der Clou an diesen Bohrern ist folgendes. Du kannst es für Stein nehmen, aber vor allem du kannst es auch für Fliesen nehmen. Das heißt, wenn du mal die Not hast, in Fliesen auch mal gerade reinbohren zu müssen. Das sind keine perfekten Fliesenbohrer, aber es geht. Brauchst ein bisschen länger, aber du kommst wirklich rein und hast dann auch mal in die Fliese gebohrt. Und wenn ich jetzt hier richtig gucke, dann kannst du sogar dünnere Bleche auch damit bohren. Und das ist schon cool. Das ist der Klassiker, den man einfach zu Hause haben sollte. Der Klassiker, wenn du Schrauben in Holz rein schraubst, ist ja, du musst durchaus öfter mal vorbohren und vor allem du musst auch senken. Das heißt, du möchtest ja nicht, wenn du die Schraube rein drehst, dass dann noch die Faser nach oben wieder steigen und du so eine unsaubere Kante hast, sondern schön senken, Schraube rein, wunderschöner Abschluss. Und genau dafür ist das hier da. Das ist ein Bohrsenker. Das heißt, du bohrst ein Loch und senkst gleichzeitig dann damit auch noch. Das heißt, du hast 2 Schritte in einem. Cooles Teil, sollte man mal ausprobieren. Du kannst noch so viel in deiner Werkstatt versuchen, machen, tun. Irgendwann musst du anzeichnen. Du brauchst einfach einen guten Bleistift wie den hier von Pika. Bei dem Stift ist es so, du kannst ihn hier erstmal wunderbar in deine Hose stecken. Ich zeige euch das mal. Ja? Der Klassiker ist hier an der Hose dran, hast es, und dann kannst du hier
den Stift rausnehmen, hier wieder reinstecken und hast ihn eben auch immer dabei. Ebenfalls hast du hier Folgendes, du hast hier das Ganze, ziehst das raus und hast hier den eigentlichen Bleistift drin. Hier vorne mit der Spitze, kannst damit wunderbar arbeiten. Du kannst hier hinten auch drauf drücken und dann drückt er sich nach. Das heißt, du kannst die Mine ausfahren und die Mine wird ja auch immer stumpf. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Dann gehst du hier hin, führst das hier ein, kannst das wieder schärfen, hast wieder eine ordentliche Spitze. Hier rein und dann geht es weiter. Und vor allem, du hast damit Folgendes, du musst das nicht irgendwie versuchen anzuspitzen, machen und tun, du hast wirklich eine schöne Spitze und einen guten Adress. Vom Peak haben wir noch etwas und zwar genau diesen Stift. Das ist nur ein Synonym für die riesige Auswahl an anderen Stiften, die es noch gibt, denn du hast häufig ein Problem auf Metall, auf Glas, auf dunkle Oberflächen, wie zum Beispiel Siebdruck. Da kommst du mit so einem Stift aber nicht weiter, siehst du nichts. Und da gibt es genau das hier, das gibt es in allen möglichen Farben, zum Beispiel auch in Weiß, mit dicker Spitze, mit dünner Spitze, mit bla 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 bla. 1000 Sachen. Hier nur als Synonym das Ganze. Ich nehme es mal einmal raus. Hier mit oranger Spitze. Malt schön orange. Kannst du gut sehen. Orange meine Farbe. Deswegen das. Solltet ihr euch echt mal angucken. Das beliebte Thema PSA, persönliche Schutzausrüstung. Sollte man auf keinen Fall unterschätzen und deswegen habe ich auch 3 Dinge mitgebracht, alle im Bereich 10 Euro oder unter 10 Euro. Erst einmal die Handschuhe. Hier von Milwaukee, bewusst auch alles 3 von Milwaukee, weil die haben ein sehr breites Sortiment. Aber denkt daran, schützt eure Hände, aber benutzt auch die Handschuhe auch sorgsam. Es gibt ja auch Geräte, wo ihr gerade keine Handschuhe tragen sollt. Aber hier schöne Arbeitshandschuhe, sogar fast in meiner Größe. Als nächstes Thema Schutzbrille und das auch wirklich nicht zu unterschätzen und das Thema ist nicht zu unterschätzen und eine richtig gute Schutzbrille. Erstens, dein Augenlicht ist heilig. Wenn ihr irgendwas macht, was irgendwie zerspannt, tragt eine Schutzbrille. In dem Moment, wenn ihr mit Metall arbeitet, ist es unerlässlich, eine Schutzbrille zu haben und vor allem eine gute wie die hier. Schaut mal, die ist sehr, ja, man kann die wirklich sehr schön biegen, ist sehr robust auch und auch das Kunststoff hier, ja, kannst du auch noch verbiegen und das geht nicht so schnell kaputt. Die gibt es ja auch sehr häufig sehr porös und dann kosten die dasselbe, aber sind echt Schrott. Die hier richtig gut. Hände sind geschützt, Augen sind geschützt, aber eure Ohren sollten auch geschützt sein und das unterschätzen wirklich sehr viele. Überlegt einmal, wenn ihr so eine Handkreissäge habt, wie viel Dezibel hat, das ist richtig laut. Viele Geräte sind so laut wie ein startendes Flugzeug und da solltet ihr wirklich eure Ohren schützen. Hier gibt es natürlich verschiedene Varianten Over-Ear, also obendrauf die klassischen Mickey-Mäuse, das gibt es aber auch hier als In-Ear und damit könnt ihr im Ohr das Ganze reinstecken. Es trägt nicht so sehr auf, viele mögen es noch nicht, und schwitzen hier, das ist eine coole Sache, kann ich euch nur empfehlen. Wir haben vorhin den Kombiwinkel gehabt, jetzt brauchen wir noch das gute Maßband, weil 30 cm reichen ja nicht, wir wollen ja auch mal längere Dinge anzeichnen und ich sage euch eins, viele nehmen immer Zollstöcke oder Meterstab, Gliedermaßstab oder was auch immer, die Dinger sind in jedem Fall genauer, bin ich immer der Meinung. Allein schon, weil es aus Metall ist. Hier Klasse 2 von Milwaukee und zwar ein richtig gutes, richtig stabiles. In dem Preisbereich hätte ich überhaupt nicht erwartet. Und ich zeige euch mal Folgendes. Für mich ist ein großes Gütethema auch, wie stabil ist denn das Blatt eigentlich, beziehungsweise das, wie nennt man das eigentlich, Blatt? Schreibt mal in die Kommentare, wie man das nennt. Schaut mal hier, das ist bis 2 Meter stabil ausfahrbar. So, Moment. Ich kriege ein bisschen Angst, ob das auch wirklich funktioniert. So, jetzt haben wir 2 Meter. Der Hammer. Also das hier lasse ich mir, das ist jetzt meins. Das hier ist eine Mini-L-Box. Bei der könnt ihr Folgendes machen. Schaut mal hier, das Ganze ist übrigens lebensmittelecht, deswegen habe ich gesagt Brotbox. Ihr habt hier so eine Separatorin, die könnt ihr hier einarbeiten und könnt hier kleine Teile hier so ein bisschen sortieren. Ihr könnt es aber auch eben komplett rausnehmen. Ja? Brot, Schnitte, Stulle, Banane, Apfel, was auch immer reintun. Immer gesund essen auf Arbeit. Mit und stylisch könnt ihr zur Arbeit gehen. Und das hier ist für den Werkzeugfan, der schon alles hat. Jetzt nehmen wir mal an, du hast schon Bleistift, Bitsätze, Cuttermesser, was auch immer, PSA, alles da, bababa. Jetzt gibt es kaum noch was du ihm nicht schenken kannst oder was du dir selber schenken kannst. Und dafür haben wir genau das. Und das sind Kfz-Schilderhalter für dein Auto in der echten Werkzeugfan Edition. Hochwertiger Druck, schön dran, kannst du auch hier abnehmen, deine Schilder reinzunehmen und so weiter und so fort. Das hier sei auch das letzte für heute. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Schreibt einfach mal unten, was haben wir vergessen. Was seht ihr noch im Bereich bis 10 Euro? Das ist ganz wichtig. Würde mich super interessieren. Dann machen wir die Liste größer mit genau euren Kommentaren. Ich bin super gespannt und jetzt ran ans Schenken und bis zum nächsten Mal.